Es ist am Vormittag des 24. November 2023 und ich befinde mich auf dem Adamax Loop im Etosha Nationalpark, auf den sich aufgrund seiner abgelegenen Lage eher wenige Touristen begeben. Gerade beobachte ich, wie Geier und andere aasfressende Vögel sich an den Resten eines Zebra-Kadavers erfreuen. Ich beobachte Hyänen, von denen eine die Straße überquerte und dann verschwand. Ich sah leider nicht, wo genau. Spannend wurde die Szenerie, als ein einzelner Springbock dorthin trabt, wo ich diese Hyäne aus den Augen verlor. I don't know where she is, so I thought maybe she wants to attack the springbok. Das sind die Momente, die im Etosha Nationalpark besonders werden können. Heute aber hat der Springbock Glück und wird nicht attackiert. Und nach ca. 20 Minuten setze ich meine Fahrt fort. Es ist jetzt genau 14 Uhr hier im Etosha Nationalpark und ja, jetzt will ich mal zum Wasserloch Gemsbok-Flakte fahren und ich freue mich auf die nächsten 2-3 Stunden hier im Park und bin gespannt, was da noch kommt. Ich verlasse das Wasserloch Gemsbok-Flakte über den sogenannten W-Drive, der mich zurück zum Andersons Gate führt. Auf dem Weg treffe ich noch einmal viele Zebras. Dieses hier steht direkt neben mir an der Piste und lässt sich überhaupt nicht beim Fressen stören.
Perlhühner gehören zum südlichen Afrika wie Zebras oder Elefanten. Diese hier sehe ich leider ohne ihre markanten Rufe. Über dem Wasserloch Ombika zeichnen die Wolken unter der tiefstehenden Sonne besondere Farben und lassen diese junge Giraffe in einem schönen Licht erscheinen. Ein schöner Tag neigt sich dem Ende. Ich berichte gleich mal Rachel von meiner Tour und meinen Sichtungen, während Hündin Bella neugierig mein Auto inspiriert. It's for my video. All the nice things. Yesterday I've forgotten. Yesterday I've been so hungry. Ich freue mich auf das tolle Essen und auf mehr Abenteuer morgen. Tada! Es ist früh am Morgen, gerade einmal 6 Uhr, und ich mache mich auf den Weg in den Etosha Nationalpark. Wie jedes Mal kribbelt es und wie jedes Mal frage ich mich in Gedanken, was ich heute wohl sehen werde. In Wirklichkeit war das eben wieder eine gruselige Szene eigentlich, weil das sieht so aus, als stünde ich da, die Löwen schön unterm Baum. Aber in Wahrheit waren 10, 12 Autos um mich herum. Das ist nichts für mich, deswegen fahre ich jetzt weiter und schaue, ob ich an einem schönen Wasserloch etwas sehen kann, wo man in Ruhe stehen und die Tiere beobachten kann und filmen kann. Oder halt, ob ich irgendwo etwas spotte, also ob ich der Erste bin, der etwas sieht und nicht der 15. oder so.
Am Nachmittag gegen 15 Uhr treffe ich erneut die Löwen vom frühen Morgen. Sie sind immer noch unter dem trockenen Busch, der sich direkt an der Hauptpiste zwischen den Camps Okauquejo und Halali befindet. Aber dieses Mal sind nur 2 weitere Autos dort und ich finde einen Platz, an dem ich genau durch eine Öffnung des dichten Labyrinths aus Ästen hindurchschauen kann. Ach Leute, jetzt hat mir dieser Nachmittag doch noch mal ein Lächeln und ein bisschen Adrenalin, also ein Lächeln ins Gesicht und ein bisschen Adrenalin in den Körper gezaubert. Das war grandios. Ich glaube, das waren 5 oder 6 Junge, 3 oder 4 Löwinnen und zum Schluss der große Male unter diesem Busch, alle nacheinander raus mit diesem Wetter im Hintergrund, diesem schwarzen Himmel. Und dort, wo die Geier kreisen, dort befindet sich ihr Riss, wahrscheinlich ein Zebra, aber das konnte man nicht sehen, das ist einige, wahrscheinlich 200-300 Meter im hohen Gras. Fantastisch! So ein großes Löwenrudel hier im Etosha. Auch das habe ich selber noch nie gesehen, noch nie. Gestern öffnete der Himmel erneut seine Schleusen, noch bevor ich den Etosha Nationalpark verlassen hatte. Nach einem köstlichen Frühstück und einem hervorragenden Kaffee in der Freechte Guest Farm begrüßt mich der Tag heute freundlich, sonnig und mit einer vom Regen der vergangenen Nacht frischen Luft. Einen wunderschönen guten Morgen von diesem Sonntag, dem 26. November. Das Wetter ist fantastisch, schaut raus. Jetzt habe ich mich entschieden, noch einmal in den Park zu fahren. Das letzte Mal heute. Und meine Chance zu nutzen, einfach nochmal tolle Momente zu haben. Viel Spaß bei den letzten Stunden im wunderschönen Etosha Nationalpark. Also unsere Springböcke sind auf jeden Fall noch da. Sie genießen die frischen Triebe, die hier überall am Boden und an den Büschen wachsen.
sie, glaube ich, alle weiter. Und dann kann ich den Motor starten. Das wollte ich jetzt nicht machen, weil dann hätten die sich sicherlich tierisch erschrocken. Wahnsinn. Ich war umzingelt ganz nah und die waren ganz chillig. Absolut beeindruckend. Das sind so Momente, die erwartest du nicht. Da fährst du einfach, da schuckelst du hier lang auf der Piste und plötzlich siehst du da vorne eine große Gruppe Gnus auf dich zukommen auf der Straße und Zebras auch, und dann hältst du natürlich an, weil du willst da nicht durchfahren. Und dann halten die wiederum direkt rechts und links neben dir an und trinken aus den Pfützen, die sich hier durch die Regenfälle gebildet haben. Unglaublich. Das ist Wahnsinn hier, durch dieses viele Wasser. Da fliegen hunderte von diesen, vielleicht sind es Schwalben, ich weiß es nicht, aber die fliegen hier rum und ist total cool. Ansonsten ist hier nichts los. Ein einzelnes Impala sehe ich da hinten jetzt gerade und ja, mal gucken. Ein bisschen harre ich hier noch aus. Die Straße zum Wasserloch aus, die ist geflutet von Wasser. Also ich zeige euch das mal. So ein paar Eindrücke. Ja, ihr seht, so sieht das hier aus die ganze Zeit. Also diese Riesenlachen, da gibt es 40, 50 Stück von locker auf diesem kurzen Stück. Und ja, gestern bin ich ja auch hier lang gefahren und da gab es genau 2. Und die waren nicht annähernd so groß und tief wie das hier heute. Also daran kann man sehen, wie stark es auch hier in der Nacht geregnet hat. So, zum Abschluss meines Tages heute habe ich nochmal das Ombika-Wasserloch angefahren, hier direkt an der Teerstraße, nicht weit vom Andersons Gate. Und jetzt zeige ich euch meine letzten Tierbeobachtungen hier im Etosha Nationalpark für diesen Urlaub. Tja, das waren jetzt 8 Tage Etosha. Heute war der letzte Tag für mich und meine letzte Tierbeobachtung habe ich am Wasserloch Ombika hier gleich gemacht.
Da ist eine Gruppe Zebras hingekommen. Das waren fantastische Tage, eine fantastische Zeit und es lohnt sich immer wieder für mich hierher zu kommen. Ganz großartig. Morgen werde ich hier auf der Vleechte Gästfarm abreisen. Und auf direktem Weg zu meiner letzten Unterkunft, der Immanuel Wilderness Lodge, fahren, die sich nur wenige Kilometer außerhalb von Windhoek befindet. Es ist einfach verrückt. Es ist verrückt, was hier abgeht dieses Jahr mit dem Wetter. Schaut euch das an. Der heftige Regen lockt viele Motten und Falter an, die mir an meinem letzten Abend auf Vleechte Gesellschaft leisten. Guten Morgen hier von der Vleechte Gästfarm. Heute ist Montag, der 27. November. Es gab einen wunderschönen Sonnenaufgang. Der Himmel ist komplett wolkenlos heute. Es sieht so aus, als sollte es vielleicht heute mal 24 Stunden trocken bleiben, aber morgens sah es schon oft so aus und nachmittags, abends ging es dann immer ab. Jo, und ich freue mich jetzt erstmal wieder auf mein leckeres Frühstück. So, ich verlasse jetzt die schöne Vleechte Gästfarm. Das geht nie ganz ohne Wehmut bei mir. Ja, und dann melde ich mich wieder, wenn ich in der Immanuel Wilderness Lodge angekommen bin und zeige euch, wie es dort aussieht. Okay, da bin ich wohl ein bisschen zu weit gefahren. Und habe diesen kleinen Klingelknopf hier rechts gar nicht gesehen. Beziehungsweise das ist kein Klingelknopf, damit öffnet man wohl das Gate. Mal gucken. Ah, it works. Herzlich willkommen in der Immanuel Wilderness Lodge. Ich stehe hier vor Room Number 4, Zimmer Nummer 4 und das zeige ich euch jetzt. Es gibt hier ein Doppelbett, 2 Leselampen. Über dem Bett befindet sich eine Klimaanlage, die wird mit einer kleinen Fernsteuerung bedient. Ja, und Stromanschlüsse gibt es hier wirklich genug. Dort unten, hier unten, hinten raus eine Terrasse. Hier gibt es eine Sitzmöglichkeit, Kaffee- und Teezubehör, Tücher für den Pool und hinter der Schranktür gibt es, wer das möchte, einen Safe. Und hier befindet sich das Badezimmer, ein WC links, dann die Duschkabine und hier zur linken Seite ein Waschbecken und ein Spiegel. Und es gibt auch freies WLAN hier, den Code, das Passwort bekommt man, wenn man seinen Welcome Drink bekommt an der Rezeption. So, jetzt habe ich für euch mal die Terrassentür aufgemacht und ja, und dann guckt man hier in so einen Garten, würde ich mal sagen. Ich bin sehr nett empfangen worden, aber ansonsten ist das hier ja 1,5 Kilometer tatsächlich von der B1 entfernt und inmitten eines so ein, ja, ich würde mal sagen, Industriegebiets irgendwie. Und man fährt so ein bisschen in so ein Tal hinein, in so ein, wie so ein Kessel. Und dort ist diese Lodge mit den Räumen und dem kleinen Garten und allem recht schön, wirklich schön angelegt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man hier irgendwie, wie man das sonst gewohnt ist in Namibia, sehr weitläufig Platz hat, sehr vielleicht spazieren gehen kann und sich die Beine vertreten kann, irgendwo hingehen kann, Aussicht genießen oder so. Das ist hier nicht der Fall. Spazieren gehen kann man hier leider nur zwischen den einzelnen Hütten, so wie ich das hier gerade tue. Und der Pool befindet sich hier. Dort hinten seht ihr schon die Liegestühle für den Pool, eine Terrasse. Hallo. Hier gibt es ebenfalls einen Aufenthaltsbereich. Dort vorne die Bar
Und hier der Speisebereich, wo es Dinner und Frühstück gibt. Ich gönne mir einen leckeren Eiskaffee, den ich auf der schattenspendenden Terrasse bei einem recht schönen Ausblick genieße. An meinem letzten Abend leistet mir ein kleines, schmusebedürftiges Kätzchen Gesellschaft. Guten Morgen aus der Immanuel Wilderness Lodge. Heute ist Dienstag, der 28. November. Ich habe es mal so gemacht wie die Springböcke, habe es mir unter dem Schatten eines kleinen Baums gemütlich gemacht, noch mit einem Kaffee. Ja, mein Koffer ist gepackt. Ich habe ein ganz leckeres Frühstück genossen, wirklich toll. Es gab verschiedene Marmeladensorten, richtige Brötchen. Es gab eine Käseplatte mit verschiedenen Käsevariationen, Wurst- und Schinkenvariationen. Alles sehr frisch und lecker und einen hervorragenden Kaffee. 22 Übernachtungen, 23 Tage Kaokoland und Etosha Nationalpark, Namibia 2023 im November liegen hinter mir. Ich hoffe sehr, euch hat meine kleine Videoserie dazu gefallen. Ich freue mich, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, Feedback geben wollt, dann tut das gerne, da bin ich sehr dankbar für. Und ansonsten kennt ihr mein Motto, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. In diesem Sinne freue ich mich auf ein Wiedersehen 2024. Bis dahin, alles Gute und Dankeschön fürs Zuschauen.